Ihr seht das, wir spielen hier in Bad Pyrmont auf Sommergrüns, immer wenn das der Platz hergibt und die Jahreszeit. Und es ist so schönes Wetter die letzten Tage gewesen, dass das Greenkeeping das freigegeben hat. Kann man abziehen, ist total mega. Ich nehme mir beides mal raus, ich markiere den nicht, weil ich will euch das hier ja zeigen. Wir sehen jetzt hier, das ist das Loch. Jetzt nehme ich praktisch das Ding und drehe das und ziehe dann leicht hoch. Dabei und drehe dann beim Hochziehen, lasse ich dann wieder raus die Spannung, weil die sind so leicht gebogen. Ich liebe ja die Natur, ne? Beim Golfspielen, das ist ja so das, was mir so den Kick gibt. Drauf. Ich kann zwei Knöchel von hier aus sehen. Der Knöchel ist leicht von mir aus gesehen als Linkshänder links. Für euch wäre er rechts als Rechtshänder. Und die andere Hand so, dass diese Falte geht auf den Daumen drauf. Oh, perfekt. Der ist absolut auf der Linie. Nach dem Gefühl müsste der super sein. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ihr Lieben, Bad Pyrmont bei strahlendem Sonnenschein am 1. März. Es ist Sonntag, 15 Uhr. Ich starte jetzt. 9 Loch, nehme ich euch mit. Ihr habt es euch gewünscht, ihr wollt 9 Löcher, jeder Schlag sehen oder auch 18 Löcher. Ich komme eurem Wunsch natürlich gerne nach. Also, auf 9 Loch geht's. Erwartet nicht zu viel, das ist so ein bisschen auch eine Trainingsrunde. Bahn 1 ist ein Par 4, 287 Meter von Gelb. Wir spielen von Blau, das ist identisch. Wir spielen aber von diesen Rasengittersteinen im Winter und das ist total cool. Da sind wir meistens so 5 bis 10 Meter davor. Eisen 5 ablegen, zweiten drauf. Das ist das Ziel. Ob es mir gelingt, ihr seid live dabei. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, Callaway Chrome Tour X, das ist mein Ball. Mit dem spiele ich natürlich auch heute. Warum spiele ich den? Zum einen gibt er mir im langen Spiel Vertrauen, aber im kurzen Spiel, vor allen Dingen am Putter, ist der butterweich und gibt mir unglaubliches Feel. Und das ist der entscheidende Unterschied für mich, der Bringer. Und deswegen spiele ich diesen Ball. Für mich ist der Beste. Andere sagen, andere sind besser. Darf jeder so finden, wie er das möchte. So, das ist... Ups. Das ist ein Kaltstart. Ich bin nicht warm gespielt, gar nichts. Wir gehen einfach auf die Runde jetzt ein bisschen. Ihr wisst, Griff ist mein großes Thema. Das heißt, der Griff wird eingenommen. Wir müssen jetzt hier schauen. Das ist ein Dogleg nach links leicht. Das war den Ball gerade rausbringen. Das ist gelungen. Der sollte auf dem Fairway liegen. Perfekt. Der ist nicht besonders lang, weil er war nicht so besonders gut getroffen. Aber er ist im Spiel, wir können starten. So, der Abschlag war jetzt gegen den Wind nicht so lang. Wir haben noch 150 Meter knapp bis zum grünen Anfang gegen den Wind. Ich habe ein Eisen 7 in der Hand und möchte das jetzt mit einem sauberen Griff geradeaus in Richtung Grün spielen. Der darf, wahrscheinlich ist er ein bisschen zu kurz. Das wäre mir aber auch persönlich völlig in Ordnung. Denn bei diesem Grün willst du auf keinen Fall irgendwie zu lang sein. Die Richtung stimmt. Der Rhythmus war nicht ganz so schön. Aber der liegt gut, der liegt im Vorgrün. Das ist alles fein. Und wenn ihr eins von mir kennt, dann ist es, ich lege mein Devot immer zurück. Beziehungsweise, klar, auch ich vergesse das mal. Und ich trete es auch fest. Das ist ganz wichtig. Denn wir wollen alle auf einem guten Golfplatz spielen. Du auch, ganz bestimmt. So, liebe Freunde, jetzt nochmal herzlich willkommen hier von der Runde. Die ersten beiden Schläge, die waren jetzt völlig in Ordnung. Eisen 5, Eisen 7. Das Eisen 5 war eigentlich gut getroffen. Das Eisen 7 war auch ein ganz bisschen fett, aber nicht schlimm. Das ist alles okay. Es ist super windig. Das war für heute auch nochmal angesagt. Gestern war es noch windiger. Aber es ist, ach Leute, guckt mal. Einfach nur ein Traum. Es ist so schönes Wetter. Ich genieße das einfach. Ja, ihr habt es gesehen. Der Ball war jetzt ein bisschen zu kurz, habe ich aber schon, glaube ich, eben gerade auch gesagt, bevor ich den Schlag gemacht habe. Ich möchte lieber etwas zu kurz bleiben, denn zu lang ist eine Katastrophe, rechts ist auch eine Katastrophe, links ist Bunker. Also ist das hier gar nicht so schlimm, wenn der ein bisschen zu kurz ist. Ich versuche jetzt nur einen Chip zu machen. Die Arme bleiben dabei ganz, ganz eng am Körper. Und das ist im Prinzip wie so eine größere Puttbewegung. Stark gekoppelt und der soll dann jetzt relativ flach im Vorgrün schon wieder aufkommen. Das macht er auch. Das sieht gut aus. Oh ja. Wir haben in jedem Fall eine Paarchance. Das sieht richtig gut aus. Ihr seht das. Wir spielen hier in Bad Pyrmont auf Sommergrüns, immer wenn das der Platz hergibt und die Jahreszeit. Und es ist so schönes Wetter die letzten Tage gewesen, dass das Greenkeeping das freigegeben hat.
Ja, die sind natürlich noch ein ganz bisschen huckelig, aber dadurch, dass die hier relativ hart und fest sind, die Grüns, kann man die im Winter wunderbar bespielen. Mir macht das natürlich deutlich mehr Spaß, als auf irgendwelchen Wintergrüns irgendwo in der Pampa zu spielen. Das macht halt keinen Spaß. Da bin ich sehr dankbar. Jetzt wollen wir mal gucken. Also die hoppeln trotzdem ein klein bisschen, aber das ist schon ziemlich gut und die werden auch täglich jetzt besser. Schönes Spiel. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Das ist der Putt zum Paar. Gucken, ob mir der gelingt. Ja. Paarstart. So, ich stehe mit euch hier am blauen Abschlag der Bahn 2. Das ist ein Dogleg, das spielt sich von Gelb. Gelb, der Abschlag ist ganz da hinten. Spielt sich von dem blauen Abschlag, der hier als Gelb und Blau gesteckt ist im Winter, von den Rasengittersteinen, spielt sich das als Paar 4 anstatt als Paar 5. Das macht es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich bin von der Länge her lang genug mit dem Driver, um mit dem Driver vom gelben Abschlag da unten in die Position zu kommen. Und von Blau habe ich eigentlich kaum einen Vorteil, denn es ist genau dasselbe. Ich liege an derselben Stelle. Ich habe aber einen Schlag weniger vor. Für mich ist das im Winter auf dieser Bahn eher ein Nachteil als ein Vorteil. Ich spiele deswegen die Bahn für mich im Kopf wie ein Paar 5 und das Ziel ist, den dritten aufs Grün zu spielen. Ja, wir spielen hier auf Sommergrüns, das habt ihr eben auf Bahn 1 auch schon gesehen und die sind schon richtig gut für den 1. März, das ist alles ziemlich cool. Vor mir ist ganz, ganz toll und ich mag sowas, weil das ist auch hier erlaubt. Ist ein Ehepaar, die Dame spielt nur und der Mann begleitet sie mit ihrem Hund. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Golden Retriever oder sowas. Und die sind ganz lieb und haben mich gefragt, Mensch, wenn du schneller bist, dann spiel doch durch. No, ich filme ja für euch 9 Loch, weil ihr habt euch das ja so sehr gewünscht. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Also drehen wir eine 9-Loch-Runde hier in meinem neuen Heimatclub in Bad Pyrmont am 1. März. Ich freue mich. Jetzt geht es an den 2. Abschlag. Ich habe euch ja schon in den letzten Videos immer erzählt, dass ich stark am Griff arbeite. Also den Griff wirklich so einnehmen, dass ich die 2 Knöchel sehe und die Hand dann von oben drauf. Und mein Ziel ist es dann, dass hier praktisch diese Falte, die entsteht, dass die so in diesem Bereich hier so ist, so links vom Kopf und bei mir der linken Schulter. Für euch Rechtshänder wäre das andersrum. Und den unteren Finger so ein bisschen abgespreizt ist, so wie so ein Haken hängt er dann unten dran. Und Daumen und der Finger berühren sich dabei leicht. Und in dieser Position hat der Schläger eigentlich kaum Möglichkeiten, sich großmächtig, sage ich jetzt mal, eigens zu drehen. Das heißt, der kommt gerade durch. Mit dem Eisen klappt das spitzenmäßig. Habt ihr, glaube ich, auch gerade gesehen. Das ist ganz schön, das ist auch aus der kalten Hose. Das ist total toll gewesen, gerade eben auch. Mit dem Driver habe ich damit unglaubliche Schwierigkeiten im Moment. Deswegen wollen wir mal gucken, ob ich den gerade runter bekomme. Erst senken und dann durch den Ball. Wir wollen gucken. Also wie gesagt, der Driver ist mein Schwachpunkt im Moment. Das Eisenspiel ist deutlich besser. Das kurze Spiel, was ich im Winter so extremst geübt habe, ist auch richtig gut geworden. Das habt ihr auch auf der 1 gerade schon gesehen. Das ist richtig geil alles. Da bin ich auch total happy. Also ich versuche den jetzt ziemlich da an den Bäumen entlang zu spielen. Das ist das Ziel und das sollte möglichst gerade gehen. Aber das ist eher so die große Wunschgeschichte. Und ich darf von hier aus auch nicht zu lang sein. Also gar nicht so viel Power machen. Einen geraden Schlag. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag ja, der ist ganz furchtbar, der Driver. Schlimm, 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 schlimm. Der war dann jetzt offen, ist gekurvt, der liegt jetzt aber da oben beim Jugendabschlag, glaube ich. Schlimm. Also der Driver kostet mich im Moment eine bessere Geschichte. Ich spiele ihn trotzdem, weil ich will ja üben. Es ist eine Trainingsrunde, auch wenn ich euch was zeige. Auch wenn der Score dadurch vielleicht 1 oder 2 Schläge höher am Ende ist. Das ist nicht so wichtig, also mir nicht. Für meinen Plan ist das übrigens vollkommen wurscht, weil ich habe euch ja gesagt, ich möchte mit dem dritten aufs Grün. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen, weil die Sonne drückt hier so ein bisschen jetzt von hinten rein. Ich drehe die Kamera mal ein bisschen auf die Seite, dann haut die Sonne dann nicht so drauf. Ich möchte sowieso nur mit dem dritten drauf. Das heißt, ich werde jetzt gleich irgendwie ein Eisen 7 oder sowas nehmen und gucken, dass ich den Ball in eine gute Position so für 120 Meter oder sowas bekomme oder 110, um dann mit dem dritten sicher drauf zu sein. Also das ändert jetzt eigentlich gar nicht so viel. Nur, ich wollte natürlich nicht da oben links hin, sondern ich wollte unten rechts ins Tal. Am Ende ist es wurscht. Wie gesagt, aber für mich von Blau, dadurch, dass es nur ein Paar 4 ist, hier die Bahn 2, ist das für mich eher, also es ist eher ein Nachteil. Also ich habe nichts davon. Also im Sommer ist das für mich hier dann scoretechnisch leichter.
Weil ich habe hier auf dieser Bahn egal wie immer einen vor. Also das ist mir egal. Ich spiele mit einer 17er Vorgabe von Gelb und auch von Blau. Das ist völlig egal. Aber von Blau ist es ein Paar 71 und von Gelb ein Paar 72. Und entsprechend müssen wir jetzt ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und uns konzentrieren. Also, immer wenn ich wir, uns sage, dann meine ich halt eben mich mit euch als Zuschauer. Denn ihr seid ja das, was das Ganze hier interessant macht. Also, weil ich wurde letztes Jahr ja gefragt, wer ist denn eigentlich immer, wenn du von wir sprichst? Ja, dreimal klug. Wir, das sind wir alle zusammen. Denn das ist, für mich ist das ein Community-Projekt. Ihr mit mir gemeinsam. Und jetzt guckt mal, ich drehe euch das mal so rum. Schaut mal, ist das nicht traumhaft schön? Und da seht ihr auch das Pärchen mit dem Hund vor mir. Und da unten in der Senke, da wollte ich eigentlich jetzt liegen. Wollte, könnte, hätte. Es sind bis Grünmitte 243 Meter. Ihr seht, das ist ultimativ breit. Ich habe ein Eisen 7 in der Hand von meinen Callaway Thai Fusion Apex Eisen, mit denen ich unfassbar happy bin. Und das hängt alles so ein bisschen. Ich würde also den Ball jetzt gerne so ein bisschen auf die linke Seite spielen. Dann bin ich auch ein bisschen höher als von unten und kann den Ball dann aufs Grün spielen. Das soweit zur Theorie. Wieder den Griff in aller Ruhe und richtig einnehmen. Ich stehe jetzt hier natürlich sehr ungünstig. Boah, schlimm, ganz furchtbar. Ja, der krabbelt da jetzt auf der 6 den Hang hoch. Nicht schön, Leute, nicht schön. Das ist jetzt hier gar nicht schön. Ihr seht das. Ich muss jetzt hier irgendwie durch die Bäume. Ich kann den eigentlich auch nur ablegen. 8er Eisen, so ein lockerer halber Schwung, irgendwie den ins Vorgrün bringen. Ja, wenn es dann nicht will, will es dann nicht. Er ist auf dem Fairway, es ist alles in Ordnung. Ihr habt es gesehen. Nach vorne, an den Baum und dann hierhin wieder zurück. Jetzt wollen wir gucken. Wir haben jetzt bis Grün Mitte 106 Meter. Ich habe das Approach-Wedge in der Hand und möchte den jetzt versuchen, locker auf das Grün zu spielen. Aber wirklich locker. Alter Schwede, was mache ich denn jetzt hier? Katastrophenloch. Ja, herzlich willkommen beim Kasperle Golf mit Sven. Ja, ich hasse sowas, aber das ist halt die Realität. Ich zeige euch die Realität. Glücklich macht mich sowas allerdings nicht, denn das ist so gar nicht, das will ich so überhaupt gar nicht so. Dieses Rumeiern auf dem Platz, so, das ist, oh, keine Ahnung. Also das macht mich nervlich fertig. So, schütteln wir jetzt aber ab. Wir gucken jetzt, dass ich den 5. rausspiele. Das wird jetzt mit ganz viel Glück wird das jetzt eine 7. Wenn ich Pech habe, jetzt praktisch der erste Strich auf der zweiten Bahn. Dann nutzt mir dann das Paar auf der Bahn 1 auch gar nichts. So, das ist dann jetzt schon der Schlag zum Bogey sozusagen. Das ist nämlich schon der 5. Kurzer Pitch. Alter Schwede, Leute, das kannst du eigentlich niemandem anbieten. Das ist ja furchtbar. So, mit dem 5. Schlag immer noch nicht drauf. Das heißt, jetzt ist der 6. Schlag hier dran. Der war sehr gut. Oh ja, gut, mit dem bin ich soweit zufrieden. Aber brauchen wir jetzt natürlich schon den Premium-Putt aus 1,5 Metern, um noch die 7 zu spielen. Ich kämpfe um die 7, Leute. Für euch und für mich kämpfe ich um die 7. Ja, ganz vergessen, das ist ja für mich nur ein Paar 4. Das heißt, es ist schon der Strich. Es ist die 7, weil mehr kann ich hier gar nicht spielen nach Stableford. Es spielt also keine Rolle, ob der reingeht oder nicht. Ärgere ich mich natürlich. Wie kann man so einen unfassbaren Scheiß machen? Also vom Abschlag anschauen. Der Driver bringt mich halt von vornherein wirklich aus dem Konzept. Okay, das ist die 7. Ja, gut. Also
Spielerisch die 8, nach Stableford ist die 7. Ich spiele nach Stableford, also schreibe ich mir die 7 auf. Das ist der Strich, keine Nettopunkte. Nach dem echt wirklich furchtbaren Loch, und ich mag das so gar nicht, wenn ich euch da so wie so ein Kirmesmensch da so Zappelphilipp da irgendwie da über den Platz laufe. Ich finde es furchtbar. Also mich ärgert das unfassbar. Ich kann das nicht gut ab. Das ist so, entspricht so gar nicht dem, was ich mir vorstelle. Haken dran. Bahn 1 Paar, Bahn 2 Strich, Bahn 3 ist ein Paar 3. 222 Meter von Gelb wie von Blau. Ich drehe mich mit euch, denn das hier ist der normale Sommerabschlag. Und da hinten bei meinem Sommerback, meinem Tourmate Trolley, meinem E-Trolley und meinem Callaway Back, seht ihr diese Rasengittersteine. Und von da schlage ich jetzt ab, und das macht dann praktisch keinerlei Unterschied. Das ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt von hier oben oder von da abschlage. Das macht kaum einen Unterschied. Das sind jetzt irgendwie 217, 218 Meter. Ich nehme da jetzt irgendwie das Holz 7 und möchte den eigentlich nur darunter spielen. Alles andere ist ja auch nicht möglich. Das spielt sich schon sehr schwer, das Loch. Wir schauen mal, was passiert. So, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Vor mir die 2, die lassen sich Zeit, und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist Sonntag. Am Sonntag weiß man, da ist es alles immer ein bisschen gemütlicher, und deswegen ist das für mich auch stressfrei. Und so kann ich mit euch ein bisschen quatschen und filmen. Ich möchte das Holz 4 jetzt einfach nur locker darunter schlagen. Gott, oh Gott. Ja, Leute, das ist schwer. So, von da oben abgeschlagen. Da liegt der Ball. Und das Grün ist da hinten. Also ich habe jetzt irgendwie noch 136 Meter bis Grün Mitte. Ich habe hier noch mal einen Apfel. Na, gucken wir. Ich esse erstmal einen Apfel und dann machen wir den Schlag. Der Ball hat eine richtige Bremsspur. Eisen 9, 139 Meter, geht stark bergab. Das ist heute so ein Tag, ich zeige euch das, ihr wollt ja 9 Loch sehen. Und das ist dann auch halt eben die ganze Wahrheit. Ich habe heute wieder so einen Tag, wo ich keine Transition habe, wo ich wieder nicht nach vorne komme, wo ich wieder so hinten hänge. Wie bei dem Belek-Video, verlinke ich euch Belek 1 am ersten und zweiten Turniertag. Da habe ich auch nur immer fett von hinten, ich bin nicht nach vorne gekommen. Ich habe manchmal so Tage, da will dann die Hüfte nicht. Ich habe ein bisschen im Garten was gemacht, die letzten Tage, Hecke geschnitten. Boah, ist irgendwie, der Rücken will nicht. Wir sind ja noch in der Winterzeit. Also, Tierspuren im Bunker. Da darf man nicht besser legen. Das würde jetzt hier relativ schwierig werden, denn ihr könnt das sehen. Also, hier haben irgendwie Rehe, Böcke, keine Ahnung, was auch immer, haben sich hier in dem Bunker an der 3, in dem man aber eigentlich nie liegt, der ist auch völlig uninteressant, der Bunker, haben sich da gemütlich gemacht. Ich finde sowas geil. Das ist cool, weil das sind so Sachen, wo man sich dann wirklich denkt, okay, also spielen wie er liegt. Es gibt eigentlich keine Option, er liegt immer in der Tierspur. Das ist geil. Ja, der kleine Scherz mit dem Bunker gerade. Ist der 1. März. Also wie gesagt, die Saison hat nicht begonnen. Es ist auch noch im Prinzip alles in Ordnung. Also da mache ich mir keine Gedanken drum. Im Sommer ist das hier alles Premium. Das ist richtig gut. Habe jetzt hier 2/3 Flug, 1/3 Roll. Ich lasse den trotzdem auf der Hälfte, knapp hinter der Hälfte vor dem Grün aufkommen. Beziehungsweise ist das das Ziel. Approach Wedge, ein Chip, hinrollen lassen und dann hoffentlich noch das Bogie retten. Das wird schwer. Es hat die Richtung nicht gestimmt. Die Länge war aber Premium. Es ist sehr windig, tatsächlich heute noch. Der Ball hat eine richtige Bremsspur, weil ich den gerade so von oben drauf gedroschen habe, dass der über diese Rasengittersteine gegangen ist. Ja, ihr seht jetzt hier so ein bisschen auch diese schwarze, praktisch die Fahne. Also das ist so für mich so ein kleiner Spot so ein bisschen. Der Schatten. So, mal gucken, ob ich den da hinkriege. Wie gesagt, die Grün, ihr seht, es ist ganz schön windig. Wie gesagt, die Grünqualität, das ist schon okay. Das ist noch nicht wie im Sommer, aber das ist akzeptabel, definitiv. Für die Jahreszeit sogar, würde ich sogar sagen, gut.
Guck mal, wie schnell der schon ist. Unfassbar. Gut. Zur 5. Schlimm. Nach dem Triple Bogey das Doppel Bogey. Ja, nach den beiden schlechten Bahnen. Ach, trotzdem, es ist so geil mit der Sonne. Ich liebe das einfach. Es ist sehr windig. Par 5, die Bahn 4. 476 Meter von Gelb. Wir spielen es von Blau. Das sind 417 Meter. Ihr könnt da hinten den Abschlag sehen und ganz im Hintergrund seht ihr den gelben Abschlag. Der ist dann deutlich weiter hinter. Da vorne ist ein großer Baum. Links von dem müssen wir mit dem Abschlag jetzt bleiben. Und mal schauen, ob mir das gelingt. Wenn der erste dann so irgendwo so hier in dem Bereich ist, den zweiten über den Hügel drüber wegspielen und den dritten drauf. Das ist durchaus möglich. So lang ist die Bahn nämlich nicht von Blau. Also für ein Par 5 ist das eigentlich sehr, sehr gut spielbar. Aber wenn der Abschlag nicht gelingt, dann ist es schwer. Und ihr wisst, der Driver ist bei mir im Moment echt Lotterie. Die Bahn 4 ist ein Par 5. Die ist von Blau 417 Meter lang. Wir sind hinter dem blauen Abschlag, also so vielleicht 425 jetzt. Und der gelbe Abschlag ist ganz da hinten. Das sind dann 476 Meter. Also wir sind deutlich vorm gelben Abschlag. Hier haben wir also einen Vorteil beim Par 5. Links von dem großen Baum bleiben. Und ihr seht das Drama, ich muss den Driver nehmen. Und ihr habt eben gesehen, wie schlimm der war. Dazu auch noch gegen den Wind. Ich versuche den jetzt wirklich irgendwie ganz locker dahin zu spielen. Ich bin gespannt, ob mir das gelingt. Ich habe so wirklich keine richtige Idee im Moment für den Driver. Wieder so ein schlimm. Ja, habe ich Glück gehabt, der ist vom Baum abgeprallt und ist dann nach links rum. Also das Ergebnis ist jetzt okay, aber das ist furchtbar. Das ist einfach schlimm. Also das ist so den. Und das Schlimme ist, ich brauche ihn halt einfach, damit ich in Regulation auf die Grüns drauf kann. Ja. Also für mein Handicap-Ziel 13,5 muss ich den definitiv in den Griff bekommen. Also im Moment ist es einfach nur scheußlich. Ich habe keine Ahnung. Ich rotiere heute aber auch wirklich ganz schlecht. Das ist, wie gesagt, der untere Rücken ist zu. Ich habe eine komplette Hecke geschnitten. Ich blende euch das mal ein hier. Habe davon Aufnahmen gemacht. Ich habe eine komplette Hecke, die soll weg. Und da habe ich jetzt eine ganze Menge weggeschnitten. Das geht natürlich in den Rücken. Ne? Aber egal. Schönes Wetter. Wir wollen ein bisschen Golf spielen. Aber wie gesagt, ich muss es halt irgendwie schaffen, den Schläger irgendwie releasen zu lassen. Im Moment gelingt mir das nicht. So, wir gehen jetzt hier den Hang hoch. Der Abschlag hat sich dann doch gut entwickelt. Er hat ja den Baum getroffen und ist dann nach vorne links wieder weggesprungen. Also er liegt auf dem Fairway. Ich habe Glück gehabt. Der Driver bringt mich halt um. Der hat mir die 2 kaputt gemacht. Aber mich schockt das natürlich. Ne? Wenn der Driver so schlecht ist, dann das gibt ein ganz, ganz mulmiges Gefühl irgendwie bei mir. Mich ärgert das dann. Naja, da ist aber jetzt ein Haken dran. Ich muss es ja üben. Deswegen spiele ich den auch heute weiter. In der Turnierrunde würde ich einfach ohne Driver spielen. Ich hätte ihn zu Hause gelassen. Weil der würde mir die Runde sehr wahrscheinlich kaputt machen. Also, ich muss üben. Ihr seid live dabei oder ihr seid bei dem Video hier dabei. Und jetzt gucken wir mal. Hier liegt der Ball. Da ist er. Und wir müssen jetzt da so rechts von dem großen Baum bleiben und über den Hang spielen. So, ich habe das 7 Eisen in der Hand. Versuche den da jetzt runter zu spielen. Problem ist, ich sehe hier nichts. Ich habe mir jetzt aber schon wirklich super viel Zeit gelassen. Ich gehe davon aus, dass das Pärchen vor mir, die müssten längst weg sein. Als ich abgeschlagen habe an der 3, waren die schon hier oben an der 4. Und jetzt in der ganzen Zeit, die ich jetzt gebraucht habe, da sind jetzt bestimmt 5 Minuten vergangen. Also ich gehe davon aus, sie sind weg. Muss ich von ausgehen. Sonst stehe ich hier nächste Woche Mittwoch noch. Also ich spiele den jetzt runter und schreie dann gleich laut vor. Das mache ich einfach nur, um die zu warnen, damit die sich vielleicht schützen. Aber wie gesagt, sie können da nicht mehr sein. Also ansonsten haben sie jetzt, sage ich mal, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Von da bis hierhin locker 10 Minuten. Und da waren die schon praktisch auf dieser Höhe, wo ich eben war. Die können nicht in 10 Minuten nur 150 Meter gemacht haben. Ich kann aber auch nichts sehen. Also Eisen 7, es geht aber auch nicht so lang. Ich müsste es sowieso erstmal treffen. Die letzten Schläge waren alle so schlimm. Hook. Hilft mir jetzt, dass die Bahn nach rechts rumgeht. Der wird noch liegen, aber das ist schlimm. Also der war jetzt gehuckt. Oh, Mann. Ja, auch wenn man dann
die können da nicht mehr sein. Also das ist trotzdem im Kopf, ist das, sie könnten da noch irgendwo sein. Keine Ahnung, was auch immer sie gemacht haben. Aber ich kann nicht 130 Meter den Hügel hochgehen, um zu gucken, ob die noch da sind nach 10 Minuten. Und irgendwie ist das aber doch im Kopf. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn irgendwo Leute stehen oder so. Oftmals spielt man dann dahin. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen gehuckt, weil das ist da. Oh, hoffentlich sind die nicht da, hoffentlich sind die nicht da. Wenn wir jetzt runter gucken, bin ich mir zu 1000% sicher, da ist niemand mehr. Trotzdem ist das im Kopf da. Du willst ja niemanden verletzen auf dem Golfplatz. Deswegen habe ich auch schon nur das Eisen 7 genommen und nicht irgendwie ein Holz oder sowas. Im Nachhinein war es aber auch sowieso gut, so wie ich den getroffen habe. Also heute ist gar nichts da. Aber ihr seht den Platz und ihr seht mich bei schönstem Wetter am 1. März über meinen neuen Heimatclub gehen. 9 Loch, und das ist einfach so herrlich. Ich liebe das, ein bisschen rauszukommen, nicht auf dem Sofa zu versauern, sondern frische Luft zu tanken, die Natur zu genießen. Schaut euch das mal mit mir hier an. Guckt mal da. Leute, ist das nicht herrlich? Jetzt mal im Ernst. Das ist doch wirklich traumhaft schön. Und wie ich es auch gesagt habe, sie sind natürlich nicht mehr da. Es ist frei, das Grün. Oh, da war richtig satt Backspin dran. Der ist sofort liegen geblieben. Ein bisschen zu lang, aber okay. Dritte drauf. Wir gehen jetzt zum Ball und ich habe hier meinen Pitchmarkenentferner dabei und dann kann ich euch das direkt zeigen. Der ist nämlich direkt liegen geblieben in seinem Einschlagloch. Und jetzt zeige ich euch, was ich meinte. In Belek habe ich das an der einen Stelle in dem Video, ich verlinke euch das hier oben nochmal, wirklich nicht gut weggemacht mit diesem Teil. Und jetzt zeige ich euch auch, wie das funktioniert und warum das meiner Meinung nach besser ist als diese normalen Gabeln. So, ihr seht, das hier ist dieses Gerät. Das hat diese Borsten dran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sind 4 so. Ich blende euch das auch ein. Ich linke euch das auch von Amazon, so ein Affiliate-Link oder wie das Ding heißt. Da kriege ich von Amazon irgendwie, keine Ahnung, 12 Cent oder sowas wahrscheinlich dafür, weil das kostet irgendwie 8, 9 Euro das Teil. Das ist so, in der Hosentasche ist das zu. Kann man abziehen. Ist total mega. Ich nehme den Ball jetzt mal raus. Ich markiere den nicht, weil ich will euch das hier ja zeigen. Wir sehen jetzt hier, das ist das Loch. Jetzt nehme ich praktisch das Ding, drehe das und ziehe dann leicht hoch. Dabei und drehe dann beim Hochziehen, lasse ich dann wieder raus die Spannung, weil die sind so leicht gebogen. Und wenn ich das 3, 4, 5 Mal jetzt hier so im Kreis gemacht habe, dann werdet ihr von dem Loch nichts mehr sehen. Das Loch ist komplett weg. Also ich weiß jetzt selber nicht mehr genau, wo es war. Das ist jetzt weg, ich zeige euch das. Und ich habe halt nichts kaputt gemacht. Während man mit diesem Pitchgabeln, da wird manche, die ruppen da drin rum. Dann bleiben immer solche so Erdkreise, weil der Rasen ist komplett kaputt. Ich zeige euch das, ich gehe da jetzt mal drauf. Also es muss ungefähr so da gewesen sein, wo das Teil jetzt liegt. So. Und ihr seht da auch, da ist nichts. Ihr seht es nicht, da ist nichts mehr. Und das ist dann schon cool. Im Belek habe ich es halt nicht gut gemacht. Da habe ich viel zu schnell oder nur dran rumgerissen. Das war dann nicht gut gemacht. Da war ich irgendwie auch total sauer. Und das ist auch nicht schön. Das tut mir im Nachhinein auch selber leid, beziehungsweise bin ich selber böse mit mir. Aber so ist das dann einfach wirklich perfekt. Und deswegen ziehe ich diese Teile vor. Wie gesagt, ich linke euch das, zeige euch das, blende euch das hier auch ein. Ich finde das Ding total genial. So, los geht's. Ja, das Grün ist hier so ein bisschen weicher. Das ist hier, weil das so in der Kuhle liegt hier unten und auch nicht so viel Sonne kriegt, ist das ein bisschen weicher. Also das ist jetzt so das eins von den Grüns, wo ich sage, ja, das braucht noch ein paar Tage, bis das auch gut wird. Aber die anderen sind zum Teil richtig gut, die anderen Grüns. So, Birdie Putt. Sind aber 5 Meter, schätze ich. Birdie gespielt, ja. So geil kann Golf sein. Habe euch jetzt gezeigt, wie das hier geht mit der Pitchmarke. Ja, geil. Und darum liebe ich diesen Sport so. Man ärgert sich auf der 2, weil man furchtbar gespielt hat. Danach die Bahnen auch nicht besonders schön und dann spielst du hier die Bahn 4, das Par 5 mit 2 nicht wirklich guten Bällen. Komme ich dann aber trotzdem mit dem dritten drauf und spiele dann mit einem Putt eine 4 auf dem Par 5 und spiele einen Birdie. Habe ich hier die Tage schon mal gespielt. Da ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Wobei die Richtung gestimmt hat, einfach schlicht und ergreifend. Und der ist dann halt so langsam dahin und ist dann auch noch reingekippt. Das ist cool. Also man muss sich auch mal freuen, wenn was klappt und wenn mal auch ein bisschen Glück dabei ist. Ich bin ja mal ganz ehrlich und realistisch.
Das bringt mich natürlich jetzt so ein bisschen zurück in die Runde. Na, damit ist jetzt, wenn man so will, die 7 an der 2 wieder ausgeglichen, weil jetzt natürlich hier ein vor, Bahn 5, eine 6 wäre und 2 netto gewesen, das sind jetzt dann 4 Nettopunkte. Also habe ich die 2 fehlenden von der 2 wieder zurückgeholt. Wir sind jetzt auf Bahn 5. Bahn 5 ist ein Paar 3 und das geht leicht bergauf. Ich zeige euch das jetzt hier auch. Es hängt nach rechts, also rechts ist nicht so schön, links. Hier ist der Misshit. Das ist leichter nach da zu spielen als von da nach da. Es ist wieder identisch, gelb wie blau, spielt hier keine Rolle. Ich nehme ein Eisen 6. Na, und ihr seht das, da oben, da muss der Ball hin. Eisen 6, Thai Fusion in der Hand. Wie gesagt, ich möchte links bleiben. Bis jetzt waren die Eisen allerdings heute nicht wirklich gut. Ich habe doch wirklich starke Probleme beim Rücken, also um die Bälle vernünftig zu treffen. Komme ich irgendwie nicht so richtig in die Position. Mal gucken, also den mehr nach vorne wegnehmen, den Schläger. Mal schauen. Ja, der war gut. Das ist dann da, genau da muss der Misshit hin. Ja, der liegt dann jetzt kurz auf der linken Seite. Also, der war nicht gut getroffen. Das Tee ist auch noch da. Das heißt, den habe ich sehr weit unten auf der Schlagfläche gehabt. So hörte der sich an und so fühlte der sich auch in den Fingern übrigens an. Trotzdem, der liegt da gut. So, das war jetzt von der Position her genau da, der Misshit. Leicht zu kurz. Ziel ist es jetzt, den Ball aufs Grün zu chippen. So, ich filme jetzt den Schlag, weil wir müssten direkt in die Sonne filmen. Ihr würdet sowieso nichts sehen. Also habe ich die Kamera jetzt mal so leicht rechts gestellt. Und der muss jetzt irgendwie da ganz locker hoch. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Der ist ganz bisschen, vielleicht 2 Meter zu lang, aber das ist richtig gut. Das ist richtig gut gelungen. Das hat mir gut gefallen. Und ihr wisst, wir legen zurück. Wir treten fest, wir reparieren. Denn wir wollen auf einem guten Golfplatz spielen. Auf einem vernünftig gepflegten. Das hat gut funktioniert. Ich bin damit happy. Hier, da ist die Fahne. Da oben ist der Ball. Das ist okay. Also das Bogey wäre jetzt cool. Muss mal gucken, hier ist meine Pitchmark, die mache ich jetzt natürlich auch gleich noch weg. Ja, aus der Entfernung gerade eben habe ich Glück gehabt, ist er reingefallen. Ist aber jetzt hier deutlich schwerer, das hängt in alle Richtungen weg. Och, bin ich mit einverstanden. Bogey-Chance. Ja, das Bogey gespielt. Das ist in Ordnung. Also das ist auf diesem Loch nehme ich das Bogey immer, das ist alles fein. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch das so Spaß macht. Ihr habt euch das gewünscht, ihr wolltet gerne jeder Schlagvideos, habt ihr jetzt bekommen. Es war zwischendurch, ihr habt das gesehen, an der 2 war es ganz furchtbar. Die 3 war auch ein bisschen schwierig. Jetzt ist es dann wieder ordentlich. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen in meinem Rhythmus drin. Jetzt ist es okay. Die Schläge sind nicht schön, ich treffe die Eisen halt nicht vernünftig. Aber trotzdem, es ist so tolles Wetter. Der Platz ist in einem echt schon tollen Spätwinter, Frühfrühlingszustand. Das ist alles so toll. Und es ist sehr windig heute, das kommt natürlich noch dazu. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, trotz allem. Ihr seht ja dieses Mikro hier an den Dingen, das sieht immer so ein bisschen komisch aus, wenn man da was dranhängen hat. Aber ich bin eh nicht George Clooney, von daher bin eher Brad Pitt wahrscheinlich. Nein, bin ich auch nicht. Ja, Sven macht gerne ein bisschen Blödsinn. Neben dem Platz, aber auf dem Platz mag ich es nicht gerne, wenn ich so unkontrolliert da Kasperler Theatergolf spiele. So, da unten seht ihr wieder das Pärchen vor mir. Da, wo sie jetzt steht, wenn ihr sie sehen könnt, da hinten, bis dahin schlage ich mit dem Driver ungefähr. Ich nehme den Driver jetzt aber nicht, ich werde das Eisen 5 nur nehmen. Wir müssen aber ganz da hinten noch hin. Also der Abschlag ist da hinten in Richtung der
komischen Windräder. Bin ich ja gar kein großer Fan von diesen Teilen, kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Ich bin ja sehr unpolitisch, was das alles angeht, aber es sind Schandflecke. Unendlich, und wie gesagt, also ich kann mich damit nicht anfreunden, aber das soll es damit auch gewesen sein zu dem Thema. Ja, aber jetzt müssen wir hier erstmal dahin gehen. Die beiden sind dann da unten auch gleich so weit weg, dass ich sie auf keinen Fall erreichen kann, denn das ist immer wichtig und das ist eins der obersten Gebote auf einem Golfplatz. Niemals gefährdet man andere Mitspieler, Mitspielerinnen, niemals. Das ist wirklich, muss man immer irgendwie gewährleisten. Klar, es gibt so Situationen wie eben gerade auf der 4 über dem Hügel, wo man einfach mit einem normalen Menschenverstand davon ausgeht, dass die nach 10 Minuten, eine Spielerin nach 10 Minuten, dass die wohl 150 Meter überbrückt haben wird. Und das war ja auch der Fall. Die waren ja komplett von der Bahn runter, also alles richtig gemacht. Und das ist mir aber auch wichtig. Sicherheit geht auf dem Golfplatz einfach unfassbar vor. Das ist wirklich das höchste Gut. Und so, wir nehmen jetzt hier das Eisen 5. Und ich nehme euch jetzt mit, wir machen das einfach mal live hier jetzt so ein bisschen. Weil das ist so total schön. Das ist so ziemlich der beste Aussichtspunkt hier neben oben gleich an der 7. Der Ausguck, den zeige ich euch gleich auch, wo Panorama Golfclub steht. Aber jetzt zeige ich euch das hier mal. Das ist der Abschlag von Gelb im Sommer im Übrigen von der Bahn 6, Par 5, 435 Meter lang. So, und jetzt drehe ich mich langsam mit euch und blende mich dabei aber so Stück für Stück aus, denn ihr sollt die Natur genießen. Das ist einfach schön. Einfach nur herrlich. Einfach wunderbar. Ich liebe das. Und das macht mir halt so viel Spaß hier. Wenn es jetzt nicht windig wäre, wäre es natürlich noch viel, viel schöner. Ja, und da spielen wir jetzt runter. Bahn 6. Ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. 435 Meter wären es von hier hinten. Wir spielen es aber von da vorne. Das sind so 20 Meter in etwa ist es davor. Das heißt, es werden jetzt gleich so, ich sage mal, so 415, 420 Meter sein. Und ich habe mein Callaway Ti-Fusion Apex Eisen in der Hand, das Eisen 5. Und möchte den einfach nur jetzt da gleich glatt runterspielen. Denn dadurch, dass diese Bahn vielleicht 420 Meter lang ist, muss ich hier nicht mit dem Driver spielen, der sowieso einfach nur grauselig scheußlich ist. Und unter normalen Bedingungen ich mit den Eisen wesentlich sicherer bin. Also ein lockerer Schwung, runterbringen, den dritten, den zweiten in Position und den dritten drauf spielen. Das muss hier möglich sein. Das ist hier eine Bahn, wo man grundsätzlich Paar spielen kann. Ihr werdet gleich aber sehen, warum das hier schwierig ist, weil das Ende dieser Bahn, das hat es in sich. Ich liebe ja die Natur, ne? Beim Golfspielen, das ist ja so das, was mir so den Kick gibt. Ich finde das einfach toll. So, Griff einnehmen, ordentlicher Griff, sauberer Griff. Ich zeige euch das hier jetzt auch nochmal. Also die Griffeinnahme drauf. Ich kann 2 Knöchel von hier aus sehen. Der Knöchel ist leicht von mir aus gesehen als Linkshänder links. Für euch wäre er rechts als Rechtshänder. Und die andere Hand so, dass diese Falte geht auf den Daumen drauf. Der untere Finger ist etwas nach unten weggespreizt, sodass sich Daumen und Zeigefinger berühren können. Und dadurch kommt dann diese Position zustande. Und die sollte eigentlich dazu führen, dass der Ball geradeaus fliegt. Macht er aber nicht. Also das ist heute scheußlich. Den finde ich, der liegt da auch. Also wie gesagt, ich kann es euch nur wiederholen. Heute geht nicht viel zusammen, trotzdem macht mir Spaß mit euch. Weiter geht's. Ja, für mich ist das halt schwierig, wenn so die Kopplung, weil der Rücken unten zwickt, wenn ich dann die Kopplung nicht hinkriege. Das kennt ihr von mir schon von anderen Videos. Dann wird es für mich schwierig. Dann spiele ich auch kein gutes Ergebnis. Ich bin überrascht, dass ich es noch so gut zusammengehalten kriege. Das spricht dann auch dafür, dass vieles, gerade auch das kurze Spiel, mich halt dann doch auch wieder rettet. Aber so der volle Schwung, der ist heute furchtbar. Ganz schlimm. Aber ich zeige euch halt die Wahrheit. Ne? Bei mir gibt es nicht dieses typische YouTube-Golf, ach komm egal, ich mache noch einen zweiten, den ersten schneide ich raus. Das mache ich halt nicht. Bei mir gibt es genau, und das wollt ihr ja auch sehen, Leid und Glück liegen halt auf dem Golfplatz nah beieinander. Und ich möchte es ja authentisch halten für euch. Und das tue ich auch und ich liebe es einfach zu sehr. Golf ist für mich ein Ehrensport. Und ich erlebe da ja oft bei Turnieren Geschichten, wo man sagt, alter Schwede, das ist eigentlich nur schlimm. Ihr bescheißt euch doch alle selber, wenn dann Bälle aus der Hose kommen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich immer ganz wenig Verständnis für. Da liegt die gelbe Murmel. Auch das gar nicht. Der war jetzt viel zu kurz, aber er ist im Spiel. Er ist da. Damit können wir was anfangen. Wollen wir mal gucken. So. Dann wollen wir hier mal parken.
Da unten ist der Ball, da vorne, und ganz nach hinten müssen wir hin. Das ist schon noch eine ganz schöne Strecke. So, zu kurz, aber der ist noch gut im Spiel, ihr seht das. Der zweite muss jetzt unten zentral über den Weg. Ich stehe leicht leicht hangabwärts. Wieder das Eisen 5. Jetzt mal ohne groß nachdenken, einfach mal machen. Ja, ohne groß nachdenken, einfach mal machen, dann kommt da ein Drawball raus und der ist richtig gut gewesen. Der liegt Mitte Fairway. Das war jetzt ein Premium-Schlag. Ja. Ich hatte euch das auch, glaube ich, in irgendeinem letzten Video auch schon mal gesagt. Ich weiß jetzt, was ich gefilmt habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe zu dem Zeitpunkt hier. Ich tue mich mit der Kamera schon im Moment noch ein bisschen schwer. Das fällt mir schon schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Denn das ist alles schon noch nicht so ganz so sicher, diese ganze Geschichte. Das braucht schon noch viel Konzentration. Aber wenn ich einfach mal mache, dann klappt das. So, mit dem zweiten liegen wir da vorne. Und von da aus kann ich den dritten trotzdem drauf spielen. Ja, ich spiele mit Besserlegen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Beziehungsweise mit Ball reinigen. 122 Meter bis Grünende, das geht aber stark bergauf. Ich brauche jetzt also relativ lockere Hände, um den Ball da hoch zu kriegen. Ich halte leicht nach links an. Oh, nicht schön, der war auch so weggehebelt. Er ist aber oben und er ist auch drauf. Ja, das ist jetzt so eine Situation, zeige ich euch auch und bin ich auch ganz offen und ganz ehrlich. Ich bin hier so über den Rasen hinweggeschlittert. So ein wirkliches Divot gibt es nicht. Also es ist jetzt nicht, vielleicht sehe ich es nachher zu Hause, aber ich habe jetzt nichts gesehen und das sieht auch nicht so aus. Ich habe jetzt wirklich nur so oben so die Rasennarbe weg. Ich bin eigentlich nicht tief genug, der Schlag war nicht gut. Ich war nicht tief genug, ich hätte viel tiefer gemusst. Und habe jetzt, es ist ja einfach nichts da. Ich kann nichts zurücklegen. Vielleicht hier, nee, das ist wieder das, wo man die Pest kriegt, weil das wächst nicht mehr an. Und das ist dann genau das, kann ich euch dann auch zeigen. Wenn die Leute das nicht zurücklegen, dann passiert das damit. Das ist vertrocknet, das ist verdörrt. Ob das nochmal wieder anwächst, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt mal, dass ich das auf meine Stelle drauf packe, wenn ich die denn überhaupt noch wiederfinde, weil das ist so dünn. Hier ist das. Ich lege jetzt das da mal drauf und trete da mal dran. Vielleicht verbindet sich das nochmal miteinander so ein bisschen. Und das geht dann halt kaputt. Das ist dann trocken, da wächst nichts mehr an im Normalfall. Das ist dann sehr schade. So, jetzt nehme ich euch mit, weil wir müssen hier ganz den Berg hoch. Mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit UV-Filter gefilmt, weil ich filme mit einem Shutter-Speed von 1:120 für 30 Frames, also 1:4, damit das ein flüssiges Bild ergibt. Und damit das aber auch noch halbwegs so ist, dass der Himmel nicht nur weiß ausgebrannt ist, brauchte ich vorhin die ganze Zeit diesen UV-Filter. Den brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Guck mal, und jetzt hier, und da tut mein Tourmate RT670S wie von Zauberhand seinen Dienst hier. Einfach fantastisch. Und der Akku, da blinkt gerade die erste Diode. Ich bin damit so happy. Das ist so ein geniales Teil. Ich kann euch das nur empfehlen. Also Tourmate, guckt mal auf die Seite www.tourmate.de oder tour-mate.de, eins von beiden. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ehrlicherweise. Ich meine tour-mate.de. Und da guckt mal. Und da werdet ihr fündig. Da werdet ihr den RT670S auch finden. Schöner breiter Radstand. Der kippt nicht um. Richtig genial. Tolles Teil. Preis-Leistung passt, Service passt. Mega. Ich bin total happy. Und jetzt guckt mal. Da liegt mein Ball. Das ist gut gelungen. Nach dem missglückten Abschlag. Und auch hier wieder. Wir haben einen ganz, ganz tollen Blick. Natürlich von den Bäumen so ein bisschen. Aber schaut mal. Ein Traum. Einfach nur wunderschön. Ach, so, das Grobe nehme ich hier jetzt mal weg. So. Dann wollen wir jetzt mal schauen. Also hier, das ist jetzt hier schon, ach, es ist so herrlich. Ich liebe das, wenn ich hier oben immer stehe. Ist das einfach schön, weil der Blick ist so traumhaft schön hier runter. Herrlich. Und das jetzt bei 25 Grad. Ich freue mich da schon drauf.
So, Birdie Putt. Zu kurz. Und die zu kurzen, die gehen ja praktisch nie rein. Ne? Habt ihr schon von gehört. So, ist der Par-Putt. Ja, das ist schon noch ein bisschen holprig hier oben. Das Grün hier auch. Aber warum sollte der nicht eventuell reingehen? Die Chance ist ja da. Par-Putt. Nein, na, schade. Zur 6. So, wir haben den Aufstieg geschafft. Denn hier kann man wirklich wahrhaftig von einem Aufstieg sprechen. Ich zeige euch das jetzt. Ihr seht meinen Schatten schon. Wir gehen jetzt mal zu diesem Panoramaplatz-Ausguck an der Bahn 7. Hier ist übrigens der Parkplatz hinter. Der Parkplatz hier im Bad Pyrmont. Hier die Scorecard, die Tafel. Und dann haben wir hier den wunderschönen und extra speziell für Handys, hier kann man Selfies machen, haben wir hier den Panorama-Golfplatz in Bad Pyrmont von 1961. Und wenn ihr euch das dann mal anschauen wollt, wir gehen da mal durch. Da unten haben wir gerade abgeschlagen, beziehungsweise habe ich gerade das Bogey gespielt. Von ganz da hinten kommen wir und ja, wir sprachen gerade schon drüber, ich möchte es nicht wiederholen. Ansonsten ist das eine traumhaft schöne Landschaft. Wir gehen da mal nach links rüber. Einfach schön, das ist einfach traumhaft. Ich liebe das. Das Golf gibt mir so viel, wenn ich so abschalten kann und das so habe. Bahn 7. Ja, ich stehe jetzt hier direkt an dem Schild der Bahn 7. 258 Meter von Gelb und von Blau. Mögen vielleicht jetzt, weil der Abschlag ist dahin, also dahinter, die Rasengittersteine sind etwas davor, sind vielleicht 250 Meter. Ich nehme wieder mein Eisen 5 und möchte das möglichst gerade ausspielen. Der Wind kommt von vorne. Ablageziel wäre so hier und dann noch so irgendwie 80 bis 120 Meter, irgendwas dazwischen, je nach Wind und wie man den Ball trifft. Oder ich ihn treffe heute. Als Anspiel mit dem zweiten. Das ist hier eine Bahn bei der Länge, die muss man eigentlich Paar spielen, aber hier wird ganz oft versagt, weil man zu hohe Erwartungen an sich selbst hat. Ich übrigens auch. Wollen wir mal schauen. Ein schönes Paar wäre natürlich jetzt total genial, wäre für den Score wieder schön. Ja, die Kamera steht jetzt so ein bisschen in die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Hinter mir seht ihr die Bäume auf der also auf der Seite. Für mich gleich auf der linken Seite. Da muss er dran lang, denn die Bahn zieht sich so ein bisschen rum. Wir schauen mal. In diese einzelnen Fugen von diesen Steinen lässt sich jedes Tee super einpassen. Also das ist richtig gut. Man hat immer einen schönen Stand, also daran liegt es nicht. Wir spielen jetzt gegen die Sonne. Nicht groß nachdenken, so ähnlich wie gerade eben der zweite auf der 6. Ja, der geht jetzt ein bisschen nach rechts Richtung vor dem Bunker da oben. Der kommt jetzt wieder runter. Ich glaube, der ist im Bunker. Er ist im Bunker. Der war auch nicht schön getroffen. Wenn das Tee immer noch da steckt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass man den Ball ganz da unten getroffen hat. Also nicht gut. Das Tee muss schon weg. Aber klar, man hat natürlich bei diesen Steinen Angst. Ich will ja nicht in diese Steine reinhauen, weil das ist für nichts gut. Da bleibt man natürlich ein bisschen weg. Das ist dann so ähnlich wie auf den Matten beim Trackman, wo ich ja auch kein großer Fan von bin. Da macht man sich auch den Schwung mit kaputt, weil man nicht mit dem Eisen runtergeht, sondern sich so einen Holzschwung angewöhnt und so durchwischt. Ich bin kein Fan davon. So, ja, ihr Lieben. Mir macht das Spaß, das ist richtig schön. Ist jetzt golferisch kein Highlight, definitiv nicht. Also ich präsentiere euch hier mein Golfspiel nicht als Leckerbissen. Habe mir gerade wieder so ein bisschen den Finger aufgerissen, den muss ich gleich mir tapen hier. Ich habe immer diese Tapes hier und da seht ihr, mir reißt immer am Mittelfinger neben dem Fingernagel da unten, reißt mir immer die Haut ein. Das ist irgendwie, keine Ahnung, seit Jahren schon so. Jetzt muss ich tapen und wenn ich das vergesse und ich habe den Finger vergessen zu tapen, irgendwann auf der Runde reißt das ein. Jetzt muss ich gleich ein bisschen Tape drauf machen. Ja, long story short, hat euch gar nicht interessiert wahrscheinlich. Aber ich habe es trotzdem erzählt. Ja, so bin ich nämlich. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Guckt mal.
Ich drehe euch wieder so ein bisschen mit. Da hinten könnt ihr vielleicht die Fahne schon sehen. Ach ja, einfach herrlich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich befürchte, dass er im Bunker ist. Das wäre jetzt natürlich nicht schön. Ich sehe da zwar noch irgendwie so ein bisschen was hochgucken. Ich glaube aber, das ist die Hake. Ja, das ist die Hake, das ist nicht der Ball. Aber der Ball wird ziemlich safe im Bunker sein. Ab jetzt gleich dann noch irgendwie so 100 Meter vielleicht. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir für einen Stand hier haben. Möchtest du natürlich nicht haben, aus dem Bunker zu spielen. Ja, er liegt da. Aber ich glaube, das geht sogar noch. Ja, ist natürlich jetzt, wir sind wieder im Tierspurbereich. Also früher war das im Reich der wilden Tiere. Habe ich total geliebt, die Sendung als Kind. Wer sie kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Im Reich der wilden Tiere. So, da unten ist der Ball. Und wir spielen, wie er liegt. Wir spielen natürlich nach normalen Golfregeln. Das heißt, den müssen wir jetzt da so spielen, wie er ist. Da hinten ist die Fahne. Mal gucken, was rauskommt. Hier steht es auch nochmal dick drauf. Bitte legen Sie mich komplett in die Mitte des Bunkers zurück. Ich erlebe das ja auch immer ganz oft. Dann werden die so hingelegt. Nein, dann können die Greenkeeper nicht drum rummähen. Dann müssen die absteigen. Das dauert. Auf so eine Runde brauchen die 1,5 Stunden länger. Nur weil sie ständig absteigen müssen, weil ihr die Dinger nicht zurücklegt. Wenn es extra draufgeschrieben wird, dann legt die Teile mit dem Rechen in Richtung der Fahne. Dann legt die da so in den Bunker. Das ist nicht so schwierig. Das kann jeder schaffen. Also wirklich einfach nur so da reinlegen. Ende im Gelände. Aber nicht dahin oder noch schlimmer, manche legen es dann auch so hin. Habe ich auch kein Verständnis für. Das ist nämlich auch Quatsch. Will auch keiner. Also legt das Teil vernünftig in den Bunker, wenn es da drauf steht. Jeder Club hat da auch ein bisschen andere Regeln. In Bad Pyrmont, wenn ihr hier seid, in den Bunker. So, das ist jetzt schwierig. Der Ball liegt dann doch jetzt relativ tief. Ich muss mit lockeren Händen gucken, dass ich den Ball in die Luft kriege. Aber das ist schwer. Also geradeaus ist jetzt einfach mal nur das Ziel. Ja, der war dann natürlich viel zu fett. Ich hätte den steiler spielen müssen. Aber solche Lagen, klar, müsste ich mehr trainieren. Die kann ich nicht gut, da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist dann nicht so wirklich perfekt. Und wenn wir fertig sind, ja, jetzt kommen wieder viele sagen, ja, aber der Bunker ist doch sowieso furchtbar hier mit den Tierspuren. Das spielt keine Rolle. Ich kann den aber trotzdem haken und dann da vielleicht noch so ein paar Tierspuren mit wegmachen. Das gehört alles dazu, wenn man in einem Golfclub spielt. Ich möchte das nämlich auch. Ich möchte das ja vernünftig vorfinden. Und jetzt lege ich die Fahne genau, die Hake genau so da rein. So geht's und nicht anders. So, das sind jetzt noch irgendwie 55 Meter, 50 Meter bis grün Anfang irgendwie. Kleiner Pitch. Sehr, sehr gut gelungen. Das war richtig schön. Ist jetzt auch wieder nicht so tief, also auch wieder recht flach. Da ist auch nichts übrig geblieben, da ist auch nichts kaputt. Das ist jetzt nichts. Ist nur ein bisschen, da war eh nur Erde an der Stelle. Also kann ich nichts zurücklegen. Manchmal, da ist er. Ich glaube, ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen, aber also zumindest habe ich eine Pitchmark weggemacht. Ob das jetzt meine war, ich sehe aber hier hinten in dem Bereich keine. Ich vermute, dass der auch keinen so viel Spin hatte. Der wird dann durchgelaufen sein. Das wird schon meine gewesen sein. Also ich sage immer, wenn man seine eigene nicht findet, dann macht eine andere weg, weil es sind garantiert immer von irgendwelchen Leuten von vorher. Die sind immer Pitchmarken da. Denn da haben auch viele Leute immer keinen Bock, die wegzumachen. Das ist in allen Golfclubs gleich. Also das ist egal, wo du bist. Ja. Also es ist kein Meckern, das ist einfach nur eine Feststellung. Das ist halt leider so. Ich mache immer mindestens eine weg. Und wenn ich 2 wegmache, dann habe ich irgendjemandem geholfen, der seine nicht geschafft hat. So. Paar Chance. Oh. Gut, am Putten liegt es nicht, aber ich sage ja, der Chrome Tour X von Callaway und mein Odyssey Marksman Putter, die sind auch miteinander, mit mir zusammen sind wir eine Dreier-WG. Ich liebe einfach den Chrome Tour X. So, vom Grün der 7 sehen wir hier das Grün der 1.
Und jetzt gehen wir den Weg runter. Den vorhin, wenn man von der 1 runter geht zur 2, ist das derselbe Weg übrigens, wie wenn man von der 7 zur 8 runter geht zum Paar 3. Nur da geht man da nicht links gleich da unten so ums Eck, sondern wir gehen dann geradeaus zum Abschlag. Die Bahn 8 ist ein Paar 3, sehr kurz, 116 Meter. Wir sind vor dem Abschlag, das sind vielleicht 110 Meter. 107 sagt er, also das sind jetzt gleich wahrscheinlich irgendwie so um die 105, 103, 104, 105 Meter bis Grünanfang. Ich habe mein Approach Badge hier in der Hand von meiner Thai Fusion Serie von Callaway. Der Missit ist definitiv hier, denn das hängt nach da unfassbar flach. Ihr seht das gleich, wenn ich am Abschlag stehe. Das alles, was hier so rollt, runter. Im Sommer ganz schlimm, ist das immer weg. Also lieber hier, da ist tot. Also von daher sucht euch die richtige Ecke hier aus. Mit meinem heutigen Eisenschwung, ich versuche jetzt einfach mal ganz langsam zu machen. Schläger schön greifen und einen ganz ruhigen Schwung zu machen. Mal schauen. Oh, ganz furchtbar. Der war so schlimm und so flach, dass der jetzt zu lang ist. Aber er ist noch da. Also so sehr ich ja auch diese Rasengittersteine lobe, weil das einfach eine unglaublich gute Alternative im Winter ist. Ich habe da immer ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass ich da reinschlage, weil ich halt mal irgendwann auch wirklich mal wieder so beigebracht hat. Und das ist ja auch richtig. Du willst mit Wedges und mit Eisen, willst du ja von oben auf den Ball schlagen. Und nicht durchwischen, wie so bei so einem Holz oder so. Und das ist ja das, was wenn Leute im ganzen Winter nur von der Matte geschlagen haben, die kommen dann auf den richtigen Platz nach 3 Monaten oder 4 Monaten und wundern sich, warum sie alles dünn treffen und immer über die Bälle weghacken, weil sie nicht mehr in den Boden richtig schlagen. Darum gehe ich nicht so gerne zu viel Indoor trainieren. Das macht zwar Spaß und Laune, meiner Meinung nach versaut es einem aber auf lange Sicht den Eisenschwung. Also man kann natürlich vieles lernen und auch an vielen Stellen üben. Das ist cool, also Driver, aufgetiete Sachen, alles geil, richtig geil am Trackman. Aber die Leute, die zu viel am Trackman sind und dann irgendwie einen Zauberhandicap sich am Trackman irgendwie erspielt haben, sind dann meistens alle immer unfassbar traurig und enttäuscht, wenn dann die Saison losgeht, beziehungsweise wenn es dann draußen losgeht und sie treffen keinen Ball. Das ist so ein Grund, warum ich sage, nee, lieber nicht so viel, machen wir nicht. Also, ich nehme euch da hinten jetzt mit hin. Ja, dieses Grün ist ganz schön zerschossen hier, also das leidet hier im Winter ganz schön. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo mein Ball liegt. Da ist er. So. Das Grün hängt zu euch. Ich muss jetzt also gucken, dass ich den gerade so dahin gechippt kriege. Über 56 Grad Wedge in der Hand. Hier muss jetzt ein kleiner Chip hin. Kommt er weit genug rum? Ja, schade. Aber das war genau das, was ich wollte, weil das hängt so nach da runter. Der sollte dahin, das war also genauso gewollt. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr zu euch durchkurvt. Hat er nicht gemacht. Trotzdem, damit bin ich zufrieden. So, und jetzt hier müssen wir schauen, dass wir irgendwie mit der 4 ins Ziel kommen. Klar, die Parchance ist natürlich da, das seht ihr auch. Aber dieses Grün, da muss man ehrlich und fair sein. Das Grün hier ist wirklich ein Krater. Also hier das braucht noch mit Sicherheit 3-4 Wochen. Also das ist jetzt hier, geht es jetzt darum, den nur irgendwie in eine gute Position zu kriegen. Wenn er reinfällt, freue ich mich, aber das wäre jetzt wirklich Lotterie. Und guck mal, wie lang der noch ist. Das geht so steil runter. Ich glaube, das sieht man gar nicht so in der Kamera. Zur 4 muss der rein. Und er ist drin. Okay, das Bogey gespielt, alles okay. So, also das hat sich jetzt eigentlich, muss ich sagen, gut entwickelt. Ja, das Birdie hat mir natürlich sehr geholfen, gar keine Frage. Damit konnte ich halt, hatte ich schon mal erzählt vorhin, die gestrichene Bahn 2 ausgleichen. Nach 8 Bahnen habe ich jetzt 38 Schläge.
Jetzt kommt noch mal ein paar 4, was auch nicht so lang ist. Das heißt, das könnte tatsächlich in Summe, obwohl es wirklich nicht schön gespielt war. Aber das ist das, was ich euch ja vorhin auch schon mal irgendwann gesagt habe. Die große Stärke bei mir dieses Jahr ist, ich habe halt im Winter daran nur gearbeitet. Alles andere war mir egal, weil ich habe zu Hause den Griff geübt fürs Eisenspiel und das kurze Spiel. Chips geübt, kurze Pitches geübt, den Bekloppter. Und das habt ihr, glaube ich, auch gut sehen können auf der Runde hier. Das funktioniert auch größtenteils sehr gut. Und das rettet mir natürlich dann permanent schlechte Positionen. Das ist ja auch das, was ihr, wenn ihr im Fernsehen Golf guckt, bei den richtig guten Golfern, bei den Profis oder bei euch im Golfclub, wenn da, ach herrlich, die Sonne, wenn da Spieler und Spielerinnen sind, die richtig geil Golf spielen können, die retten sich aus unmöglichsten Lagen. Und das ist das, daran habe ich jetzt halt gearbeitet, das möchte ich halt auch verstärkt können. Und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Ich glaube, das habt ihr auch gesehen. An manchen Stellen, dass ich mich immer noch wieder in eine gute Position gebracht habe. Obwohl das Eisenspiel heute wegen dem Rücken, tut mir alles weh, nicht gut war. Der Treiber ist eine Katastrophe. Den muss ich in den Griff bekommen. Da werde ich wahrscheinlich aber um 1, 2 Trainerstunden nicht drum rumkommen. Das werde ich alleine nicht wegbekommen. Ich muss zumindest an Trackman oder an irgendeinen Launch-Monitor mich setzen und stellen und gucken, was ist da falsch. Komme ich von außen, komme ich zu steil? Keine Ahnung, also es gibt ja so viele Parameter. Jetzt wollen wir schauen. Das ist jetzt hier die Bahn 9. Gut ist es, wenn man, ihr seht den großen Baum da hinten im Hintergrund, links davon zu bleiben. Ist ganz cool, weil dann kann man wunderbar runterspielen nach da, weil das Grün sitzt so ein bisschen auf der Seite. Ihr seht wieder den Abschlag, der ist wieder etwas vorverlagert. Da ist die Rückseite und hier ist der Abschlag. Das heißt, wir haben wieder so 10 Meter weniger. Und deswegen gehe ich jetzt mit euch hier mal wieder in die Abschlagbox. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Die Sonne, glaube ich, drückt von eurer Position nicht rein. 275, sagen wir mal 265, 265, 268 Meter. Da ist der Baum. Links davon zu bleiben, selbst im First Cut oder im leichten Rough, das ist da nicht so dick, ist okay, denn über den Baum, der ist nicht so hoch, kann man locker drüber spielen. Wenn man zu weit hier ist, ist man in Gefahr. Ich nehme jetzt nur das Eisen 5 und versuche den irgendwo so hier so zu positionieren, aber so, dass der Baum nicht im Weg ist. Mal schauen, was daraus wird. Wir haben eine gute Chance, ein gutes Ergebnis zu spielen. Drückt mir die Daumen. Der letzte Abschlag des Tages. Ich mache danach auch Schluss, also ich spiele heute wirklich auch nur mit euch die 9 Loch. Jetzt wollen wir mal schauen. Also, der müsste jetzt so, ja, gerne sogar ein bisschen offen sein. Oh, mal gucken. Ja, geradeaus. Alles andere ist total irrsinnig bei mir im Moment. Griff, glaube ich, ist gut. Schläger hoch wegnehmen. Wie gesagt, ich kann halt nicht in den Boden. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ganz schlimm. Oh, wie furchtbar. Ja gut, nicht so schlimm, ist alles gut. Habt ihr gemerkt? Der war jetzt auch so rund. Das ist dann einfach nicht gut. Nicht schlimm. Ihr werdet vielleicht gesehen haben, wo mein Tee hingeflogen ist. Ich spiele mal so rote, grüne, orangene Plastiktees. Ja, der nächste freut sich. Oder die nächste. Ja, solche Abschläge helfen dann natürlich halt nicht, ne? Ach, keine Ahnung. Also wie gesagt, die Abschläge und die Eisen sind schrecklich. Dafür ist das Resultat, wie gesagt, 38 Schläge nach 8 Bahnen, dann trotzdem noch richtig, richtig gut. Kann ich da jetzt was draus ableiten? Ja, vielleicht. Das kurze Spiel, das ist alles richtig geil, das ist cool, mein Putten ist cool. Die Grünqualität ist größtenteils für die Jahreszeit echt richtig, richtig geil. Und das wiederhole ich auch gebetsmühlenartig, weil es mir so wichtig ist. Das war einer der Hauptgründe. Ich hatte sonst nicht so viele Gründe, aus dem Weltshop wegzugehen, weil da so viele tolle Menschen waren. Die vermisse ich auch bestimmt, ein Stück weit. Aber das jetzt hier und dieser Platz und auch hier die Fairways, ich möchte euch das mal zeigen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier am 1.3. Also das ist dann tatsächlich, möchte ich mal sagen, gar nicht so schlecht. Also die Qualität, da merkt man halt, dass hier mit Rasenmäherrobotern über den ganzen Sommer und so gearbeitet wird. Dadurch ist, ich weiß nicht, ich bin wie gesagt kein Botaniker, das habe ich auch schon tausendmal in alten Videos gesagt, aber dadurch, irgendwie erholt sich der Rasen dann anders, ist bei mir zu Hause auch so, mit dem Mähroboter im Oktober den Rasen vorbereitet und entsprechend sieht er jetzt auch schon wieder ganz gut aus und fängt jetzt dann irgendwann auch an zu wachsen. Und von daher hat man hier auch eine gute Fairway-Qualität. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Das ist mir wichtig. Die Sommergrüns sind mir wichtig, dass die situativ geöffnet werden. Ich liebe es einfach. Und die Leute hier,
Ich habe schon echt einige nette Leute kennengelernt und mich auch schon angefreundet. Freue ich mich, all die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen hier aus dem Golfclub in Bad Pyrmont. Schön, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mich so toll hier aufgenommen habt. Feuchte Aussprache. Das, muss ich sagen, hat es mir wirklich leicht gemacht. Hier wirklich von allen. Ich bin herzlichst aufgenommen worden. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Ne? Also deswegen, ich freue mich auf eine tolle Saison hier mit ganz vielen tollen Leuten. Und ich hoffe mit guten Ergebnissen, denn ich will ja von 16,4 auf mindestens 13,5. Wollen wir mal schauen. Aber dafür muss ich schon kontrollierter mit den Eisen spielen. Kann ich aber auch eigentlich. Die Eisen waren die letzten Tage und Wochen echt richtig gut. Nur der Driver, habe ich euch gerade schon was zu erzählt. Da müssen wir dran arbeiten, also ich. So, ich habe euch jetzt mal ganz hochgehoben hier. Das ist jetzt ein bisschen so Selfie-Stick-mäßig. Ihr seid jetzt so auf 3 Meter Höhe und wir müssen rechts von dem großen Baum bleiben. Und dann geht es da runter und da unten ist dann das Grün. Also, mal schauen, der muss da jetzt gefühlvoll runter. Es sind 155 Meter bis... Der Ball ist komplett voller Erde. Ich mache den sauber. Wie gesagt, das ist ja auch bis zum 1. April, glaube ich, oder irgendwie ist es der 1. April, glaube ich. Bis dahin ist das ja auch noch erlaubt. So. Rechts vom Baum bleiben. 8er Eisen, nur locker runter. Der wird dann zu kurz sein, da muss ich jetzt durch. Ich möchte jetzt einfach nur mit einem lockeren Schwung darunter. Oh, perfekt. Der ist absolut auf der Linie. Nach dem Gefühl müsste der super sein. Jetzt bin ich gespannt. Was da jetzt möglich ist, allerdings, der könnte im Bunker sein da unten. Ich habe jetzt bewusst das 8er Eisen nur genommen, um zu kurz zu bleiben, denn ich habe die Tage auch hier eine Runde gespielt. Da hatte ich von da vorne weiter allerdings das 52 Grad Wedge genommen und der war dann so lang, der war hinten im Aus, der war weg, den Ball habe ich nie wieder gefunden. Da musste ich am Ende, weil ich schon runtergegangen war, die Bahn streichen. Das ist ein Video von vor ein paar Tagen, vielleicht bringe ich das auch mal nochmal. Da habe ich auch noch ein Loch gespielt, die habe ich auch vollständig gefilmt. Aber heute sind die Bedingungen besser und deswegen habe ich nochmal neu gefilmt. Ich sage euch das Ergebnis davon auch nicht, weil wenn ich es ja hochlade, macht es ja keinen Sinn, dass ihr es schon wisst. Jetzt wollen wir mal gucken. Also ich hoffe, dass der da irgendwo liegt, idealerweise im Vorgrün. Kann aber wie gesagt sein, dass er im Bunker ist. Zu lang kann er nicht sein, denn ich kann das Eisen 7 nicht 180 Meter lang schlagen. So, wir werden sehen. Also ich sehe im Moment mal von hier aus keinen Ball. Das finde ich schon wieder sehr, sehr bedenklich. Aber der war von der Richtung her, war der richtig gut. Der darf nicht weg sein, der kann eigentlich. Ich sehe ihn, der liegt im Bunker an der Hake. Ein Rabe fliegt da gerade weg. Ach, herrlich. Leute, jetzt sagt mal ehrlich, ist das nicht einfach nur geil? Ich bin so glücklich, diesen Sport in meinem Leben zu haben als mein Hobby. Ach, schaut mal, ist das nicht geil? Ist das nicht einfach nur schön? Ach, herrlich. So. Kriegt ihr noch mal einen Bunkerschlag von mir zu sehen? So, mal gucken. Gewicht stark vorne. Der muss ja nur kurz hoch. Eng am Körper, nach vorne durch. Brems. Ja, ein bisschen zu lang, aber bin zufrieden. Ja, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Mir hat es gefallen. So, der Par-Putt. Die Chance noch zum Paar, die Chance zur 42. Er hatte die Chance, die wollte ich ihm geben. Die hat er gehabt. Jetzt muss der dann halt zum Bogey rein. Ja, die 43 ist es geworden. So schlecht nicht, oder? So ihr Lieben, die Runde ist zu Ende. 43 Schläge sind es geworden, das ist gar nicht so schlecht. Hochgerechnet wäre das dann eine 86. Also wenn wir jetzt einfach linear weiterrechnen. Also alles gut. Also eine 35 muss ich spielen auf den Front 9. Die 43 ist plus 8. Ja, das ist so in meinem Handicap irgendwo. Ne? Also alles gut. Die 2 war halt scheußlich. Die Eisenschläge haben nicht so wirklich funktioniert, das habt ihr gesehen. Also ganz häufig waren die wirklich schwierig. Ich habe mich dann immer wieder gut gerettet, gerade mit den kürzeren Schlägern. Das hat dann sehr gut geklappt. Der Bunkerschlag jetzt, damit war ich auch gerade sehr happy. Ja, hier ist das Grün mit dem Bunker nochmal von der 9. Hinter mir da ist die Gastronomie.
ist natürlich noch sozusagen im Dornröschenschlaf. Aber das geht jetzt ganz schnell. In den nächsten 1, 2, 3 Wochen erwacht das alles zum Leben. Und dann geht es hier auch schon ziemlich zum Ende März, Anfang April mit den ersten Turnieren los. Die Damen machen den Anfang und dann kommen wir Herren hinterher. Das wird richtig schön. Ich freue mich ja riesig drauf. Also die Saison kann eigentlich nur kommen. Die Greenkeeper sind ja auch schon am Schneiden, am Machen, am Tun. Und ich werde euch auf jeden Fall im Sommer, wenn richtig schönes Wetter ist, mit Drohne, mit allem Pipapo, so eine richtig schöne Platzrunde auch. Dann gehen wir mal ins Restaurant rein und ich werde das übliche Golfergedeck mal essen. Also für mich ist das das übliche Golfergedeck. Currywurst Pommes. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das mal so als Roundup, so irgendwie auf mehreren Plätzen. Mal gucken. Also, in diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich über Kommentare. Kommentare sind super wichtig. Kommentiert bitte so viel es geht, denn das hilft mir, den Algorithmus hochzufahren, dass ich noch mehr vorgeschlagen werde. Ein Like ist toll, ein Abo ist natürlich auch immer mega, freue ich mich auch total drüber. Also, bis zum nächsten Video und jetzt wünsche ich mir selber gleich einen schönen Abend. Bei mir gibt es zu Hause gleich einen strammen Max. Aha, kennt ihr schon Max? Na, könnt ihr mir auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr wisst, was ein strammer Max ist. Bei uns in Westfalen ist das ja Tradition.